Alex von der Industriearena und bin gerade auf dem Stand von Hella. Neben mir steht Herr Schmidt, ist Leiter im Produktmanagement. Und hinter uns ist eine beeindruckende Maschine, das ist die F5000 von Hella. Und Herr Schmidt, warum haben Sie die Maschine mit auf die Messe gebracht? Ja nun, die Maschine haben wir natürlich deswegen auf die Messe gebracht, weil sie neu ist. Aber zuerst mal Hallo an alle, die vor der Kamera stehen und sich das einfach mal anschauen. Die Maschine haben wir natürlich auf die Messe gebracht, weil sie neu ist. Die Maschine haben wir auch deswegen auf die Messe gebracht, weil wir gewisse Akzente aussetzen wollen. Und dazu gehören natürlich das Thema unterschiedliche Branchen, die wir damit bedienen können. Und auf der anderen Seite gehören dann auch Komponenten, die wir hier auch in der Maschine auch verbauen können. Hinter uns auch das große Matrix-Regalmagazin, wie wir es kennen, für hohe Speichervolumina an Werkzeugen ist auch eine neue Komponente. Das heißt, wir haben eine neue Maschine mit neuen Komponenten und deswegen die Messe. Oh, hervorragend. Verschiedene Branchen haben Sie angesprochen. Ich habe vorhin gesehen, da läuft auf der Maschine ein Bauteil im Aerospace-Bereich. Aerospace-Bereich ist ja immer ein bisschen spezieller. Können Sie so 2, 3 Aspekte nennen, warum zum Beispiel genau dieser Bereich auch abgedeckt wird von der Maschine? Ja, absolut. Natürlich, Aerospace ist in aller Munde. Diese Maschine ist aber jetzt nicht direkt für Aerospace gebaut worden. Die Maschine ist sehr universell. Das heißt, wir können mit dieser Maschine die Anforderungen unterschiedlicher Branchen bedienen. Natürlich auch der Aerospace-Branche, aber wir dürfen natürlich den allgemeinen Maschinenbau, Pumpen, Ventilbau nicht vergessen. Also quasi konventionelle Branchen, die auch wirklich sehr interessante und anspruchsvolle Werkstücke haben, die fünfachsig bearbeitet werden müssen. Alle diese Werkstücke können auf der Maschine natürlich auch bearbeitet werden. Bis hin zu rotationssymmetrischen Bauteilen. Wir haben Milton in der Maschine integriert, auch Schleifen, also unterschiedliche Technologien. Aber jetzt auf Ihre Frage zurück. Sie sagen Aerospace. Aerospace ist natürlich eine Branche, die auch unterschiedliche Anforderungen stellt, je nachdem, von welchen Bauteilen wir sprechen. Wir haben hier Aluminiumbauteile, Strukturbauteile, die bearbeitet werden müssen. Auf der anderen Seite haben wir dann Komponenten aus dem Triebwerksbereich, die dann zu bearbeiten sind, aus schwer zerspannbaren Werkstoffen. Und durch die Ausstattung der Maschine, durch die Varianz an Optionen, die wir anbieten können, können wir diese Maschine dann speziell zuschneiden, eben an diese Anforderungen, die aus dem jeweiligen Werkstück oder aus der jeweiligen Branche entstehen. Ich fasse das ein bisschen weiter. Herr Schmidt, herzlichen Dank. Also das waren ja wunderbare Aspekte, gerade die Modularität der Maschine. Auf das wollen wir im Podcast dann näher eingehen, im Sinne von Voice of CNC. Wir schauen hinter die Kulissen, freue ich mich darauf. Vielen Dank für Ihre Zeit hier auf der Messe und ich freue mich darauf, die Maschine genau mit Ihnen zu betrachten. Ganz meinerseits. Also ich freue mich auf das Podcast, ich freue mich auf die Zeit, die wir dann haben, um die Themen nochmal zu ordnen, um das Ganze noch ein bisschen zu filetieren, zu schauen, ins Detail zu gehen. Dazu sind solche Podcasts dann da. Da haben wir ein bisschen mehr Zeit als heute hier auf der Messe. Ich kann nur sagen, vielen Dank, dass Sie heute da waren. Ja, Dankeschön.